Guten Morgen, heute ist der letzte Tag unserer Reise. Heute verlassen wir diesen schönen Kur/Wanderort Strypskie Pleso und wir gehen östlich der Tatra-Magistrale zum kleinen Örtchen namens Stary Smokovec, wo wir eine 2-3 Stunden Wanderung machen. Danach geht es dann zurück nach Košice, wo wir uns die Altstadt anschauen und dann begeben wir uns auch dann später zum Flughafen, wo wir spät nachts oder halt früh am Morgen dann auch zurückfliegen. Übrigens, gestern war der höchste Anstieg unserer Reise Rüsi, das war die höchste Spitze. Und heute machen wir das richtig langsam und gemächlich. Peter, wie geht es dir heute? Ja, soweit ausgeruht, noch etwas überanstrengend vom gestrigen Tag. Du sagtest ja, die höchste Spitze. Muskelkater an den Beinen, aber fit für den Tag und insbesondere fit für deine Marathonplanung. Ja, unsere Reise endet morgen wahrscheinlich gegen 8:30 Uhr. Bis dahin wird kein Auge zugemacht. Also, es bleibt spannend und ich freue mich jetzt auf die letzten Schritte, die wir tun werden und hoffentlich auch die letzten Schritte auf dem leichten Wanderweg ohne große Unfälle, Beinbrüche, Armbrüche, Fingerbrüche, Gehirnbrüche hinter uns bringen werden. So sei es. Und ja, wir setzen uns ins Auto und fahren weiter. Da nach oben gehen wir. Oder, Peter? Naja, vielleicht nächstes Jahr, ganz bestimmt. Das ist der Wasserfall da oben an der Brücke, gell?
Počkej na dědu. Alebo hen tam. Raczej tam. Jdete hluboko tak na stadě to skočí. Und jetzt sind wir am Flughafen in Košice. Es ist wie viel Uhr, Peter? 21:20 Uhr, ziemlich Ja. genau. 20:20 Uhr. Unser Flieger ist Um 4:40 Uhr. 4:40 Uhr, das wird eine lange Nacht. Aber es ist genau jetzt die Zeit, um unser Reiserevue passieren zu lassen. Zuerst du, Peter. Ja, wo fange ich an? Zunächst mal kurze Zusammenfassung. Das Land Slowakei hat mir sehr gut gefallen, die Hohe Tatra insbesondere. Wir hatten tolle Wanderwege, ein tolles Hochgebirge, tolle Erfahrungen sportlicher Art und auch einfach massiv zu sehen, diese massiven Felsformationen in der Höhe im Hochgebirge bis zur Erschöpfung. Nur keine Bären haben wir gesehen, wie zunächst befürchtet, aber die Befürchtung ist nicht eingetreten. Sehr freundliche Leute, gastfreundliche Leute, tolle Natur und ja, ich denke durchaus, dass man auch den zweiten Teil der Hohen Tatra auch noch mal bewandern könnte. Vielleicht bin ich ja dann noch fitter als dieses Mal. Ja, Peter, du erinnerst dich, wir hatten genau über das gesprochen, nämlich über Fleiß und Schweiß.
Denn die Natur, die Schönheit der Natur, die Schönheit der Berge ist nicht kostenlos. Sie fordert Schweiß als Der war gut. Zahlungsmittel. Der war gut, ja. Ja, und dann muss ich an einen meiner Lieblingsfilme denken, Nosferatu. Ist ein Vampirfilm aus den 20ern. Und da gab es so eine Szene, wo einer sagte zum Thomas Hatter, ja, Mr. Hatter, es wird Sie sehr viel Mühe und Schweiß kosten. Und vielleicht noch etwas Blut. Ja, aber glücklicherweise sind wir dieses Mal blutlos davon gegangen. Es ist nicht passiert. Es war auch tatsächlich sehr hochalpin. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, uns jeden Tag in die Höhe getrieben. Das war richtig anstrengend. Ich habe eigentlich auch sehr schlecht geschlafen, weil ich immer so aufgeregt war von all den Bergtouren. Ja, und die Zeit ist wie im Flug vergangen. 5 Tage waren wir aktiv unterwegs, ja, und es fühlt sich so an, als ob wir erst gestern angekommen sind. Aber so ist es nun mal, wenn man die Zeit richtig cool, richtig klasse und mit guten Freunden verbringt. Sie verfliegt so schnell, dass man das eigentlich dann auch nicht mehr merkt. Gut, Slowakei ist ein tolles Land, ist ein Insider-Tipp, für mich zumindest, hätte ich gar nicht erwartet. Wie gesagt, die Infrastruktur ist sehr gut ausgebaut, die Leute sind nett und jedenfalls sehr empfehlenswert. Tja, Alex, du hast einen langen Diskurs gehalten. Alles, was du sagst, stimmt. Und natürlich ist die Zeit schnell verflogen. Wir sind angekommen, da war der Flughafen leer. Wir fliegen ab, da ist der Flughafen leer. Insofern schließt sich der Kreis. Ja, und das zumal hier am internationalen Flughafen von Košice. Genau, so Peter. Und wie gesagt, ich versuche, gut, ich meine, man macht das normalerweise mit der rechten Hand, aber ich mache das mit der linken. Wir geben uns High Five. Auf die nächsten Abenteuer. So ist es. Bis zum nächsten Jahr.